Wir sind alle auch als Menschen Teil der Natur und wie wir alle wissen, Natur sollten wir unbedingt erhalten. Wir haben nur diesen einen Planeten und deswegen halten wir es hier am Museum für Naturkunde für ganz wichtig und ganz relevant, Menschen mit Wissen, was wir haben, aus der Wissenschaft heraus in Kontakt zu bringen, aber auch mit Menschen gemeinsam Wissen zu schaffen zum Thema Natur. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Klassischerweise wird Wissenschaftskommunikation so verstanden, dass die Wissenschaft Wissen produziert. Das wird dann an die Bevölkerung weitergegeben und von der Bevölkerung irgendwie aufgegriffen und dann führt es eventuell zu einem Zuwachs an Wissen. Es ist ganz wichtig, nicht nur davon auszugehen, dass Wissenschaft das Wissen schafft, sondern dass es ja auch andere Formen von Wissen gibt, die in der Bevölkerung, in Expertinnengruppen liegen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Ausstellung, wo wir auch deutlich machen, wie entwickelt sich das Museum. Und wir machen unsere Umzüge, die wir jetzt hier natürlich vornehmen müssen, weil es Umbaumaßnahmen gibt im Rahmen des Zukunftsplans. Nehmen wir jetzt zum Anlass, um gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern diese Ausstellung zu diesem Thema der Umzüge auch zu gestalten. In diesem Falle ganz speziell zum Thema der Vögel. Und da tauchen ganz, ganz viele tolle Ideen, ganz viele tolle Geschichten auf. Was verbinden Menschen eigentlich zum Beispiel mit dem Thema Vögel? Wir haben natürlich eine ganze Bandbreite von dem, was wir tun können in diesem Austausch zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Das reicht von den Ausstellungen, also wie wir es jetzt hier gerade sehen, wir stehen hier gerade in der ARA-Ausstellung, über die Bildungsformate, die wir haben. Aber wir haben auch partizipative Formate. Es gibt bei uns einen Schwerpunkt, sogenanntes Citizen Science, also wo Bürgerinnen und Bürger mit Wissenschaft gemeinsam in Forschungsprojekten arbeiten. Wir haben experimentelle Formate wie das Netzwerk Naturwissen, wo wir gucken, wie können wir eigentlich vielleicht auch mit ungewöhnlichen Mitteln in Austausch kommen, vielleicht auch mit ungewöhnlichen Zielgruppen uns austauschen. Keiner von uns, keine gesellschaftliche Gruppe, weder Zivilgesellschaft noch Politik noch Wissenschaft noch Industrie, Wirtschaft kann alleine diese riesigen Probleme lösen, vor denen wir gerade stehen. Und der Beitrag, den wir hier eben leisten können als Museum für Naturkunde ist, wir wollen nicht nur ein Museum sein, wo Menschen hinkommen, weil sie sich Exponate anschauen wollen oder auch zu überlegen, wie kann so ein Museum für Naturkunde eigentlich auch in der Zukunft aussehen. Ich stelle mir das so vor, dass wir ein Ort sind, an dem Auseinandersetzung stattfindet, Austausch stattfindet, dass wir wirklich auch eine Stimme haben, aber eben auch um Handlungen, um Aktionen, um etwas voranzubringen, weiterzubringen zu dem Thema, was können wir für Natur tun, wie sind die Menschen, wo sind auch unsere Besucherinnen dort mit eingebunden. Lasst uns gemeinsam daran gehen, nur so können wir dort auch tatsächlich zu Lösungen kommen.